Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 PS TV. Wir sind hier am Stand von Motorex und blicken jetzt zurück auf eine bewegende Woche. Fauli, oder? Viele tolle Sachen haben wir gesehen. Wir führen euch durch die Motorradneuheiten 2016. Alle werden sie besprochen. Bleibt dran, zieht euch das Video rein. Ja, Fauli, den intensivsten Einstieg in die Motorradsaison 2016 hast, glaube ich, du gehabt, weil Ducati hat am Montag vor der Messe die Motorräder präsentiert und wir waren ja schon in Mailand, haben ein Buffet uns gelabt und getrunken. Du bist im Büro bis 22 Uhr, glaube ich, gesessen, hast die Ducati-Neuheiten reingegeben. Was ist denn als erstes aufgefallen für ein Bike? Was ist dir in Erinnerung geblieben in dieser intensiven Nacht? Naja, ich fange mal unten an. Neuer Scrambler oder neue Scrambler mit 400 Kubik. Schaut ähnlich aus wie die größeren, oder es ist die gleiche Basis mit einem nun halt kleineren Motor. Einerseits auch wie die anderen cooles Motorrad, für mich persönlich aber halt ein bisschen zu schwach mit 41 PS, also da würde ich dann schon die größere nehmen. Ja. Für einen Fauli ist sie zu schwach, aber Fauli macht da keine Sorgen. Ducati hat natürlich noch nicht auf die leistungshungrigen Leute vergessen. Selbst die kleine Klasse in der Supersportliga ist bärenstark. Die XDAWL, orges Bike. Wie hast du diese beiden Neuheiten im Visier gehabt? XDAWL, für mich persönlich endlich die Diavel, die auch gut ausschaut. Geschmäcker sind verschieden, aber ich habe die alte jetzt nicht so toll gefunden. Die XDAWL schaut aber wirklich gut aus, jedes Detail passt. Auspuff und die gestreckte Linie. Super Sport, wenn du das ansprichst. Die 959er, den Namen haben sie im Übrigen mit Porsche abgesprochen. Die 959er schaut eben aus wie die Panigale, nur was ganz gewiss viel besprochen werden wird, der Auspuff auf der Seite, das geht meiner Meinung nach gar nicht, diese zwei Röhren da. Da gehört schon der unten verlegte, aber Euro 4, ja, das wird uns noch einige hässliche Auspufflösungen bescheren, fürchte ich. Dieses Jammern auf hohem Niveau bei einer Panigale über Design zu motzen, geht ja gar nicht. Ist ja der Inbegriff von Schönheit. Aber ich werde natürlich nächste Woche, glaube ich, ist schon die Präsentation von der neuen Panigale, von der 959er. Da werde ich es mal fahren und schauen, wie die so fährt. Und wie sie fährt, ich weiß noch nicht wann, aber die Multistrada Enduro wird sicher auch was sein, was ganz gut fährt, oder? Ja, ist jetzt endlich von Ducati das, was die anderen schon seit Jahren machen. BMW hat ja die Adventure, KTM hat jetzt die große Super Adventure mit großem Tank und viel Reichweite und daher weltreisetauglich. Bei der Ducati Multistrada, das war immer so fix für die Straße. Das war für vielleicht Weitreisende, aber da hast einfach nicht wirklich ins Gelände können. Jetzt hat sie Stollenreifen, jetzt hat sie vorne ein 19 Zoll Rad und was mir besonders auffällt, positiv, ein 30 Liter Fass als Tank und man sieht das nicht. Schaut genauso edel und elegant aus wie die normale Multistrada. Also sie haben es perfekt hinbekommen, meiner Meinung nach. Ja, das sind der Fauli und ich wieder nicht einer Meinung. Ich bin begeistert von der kleinen 959er, aber ich muss sagen, ich kaufe Ducati dieses Gelände-Abenteuer-Thema nicht ganz ab. Schauen wir mal, wir werden sie fahren, werden wir schauen, wie sie fährt. Aber nehmen wir die nächste Marke ins Visier. Honda, auch die haben Montagabend präsentiert. Warst du noch im Büro? Da waren wir am Buffet beim Honda-Stand. War cool dort, ja. Ich muss gestehen, ich habe den Überblick komplett verloren. Der Code und ich haben dort nur Brötchen gefressen und hinten haben sie gefühlte Dutzend neue Modelle präsentiert. Ich kenne mich nicht mehr aus. Was ist denn das jetzt alles? Ja, es muss die geben, die das Buffet plündern, damit die hakeln dann wenigstens was drüber sagen können. Modellvielfalt bei Honda, sie bleiben sich ihrer Linie treu, die Hondianer. Ich vergesse sicher welche. NC750S, NC750X, CB R500R, CB 500F, Integra. Viele Modelle, die überarbeitet wurden, einfach geschickt überarbeitet, weil gerade das, was notwendig war, ein bisschen die Optik, LED, Lichttechnik, das ist der Trend, das passt in die Zeit. Am DCT-Getriebe haben die auch herumgefeilt, dass jetzt mehr Modi ausgewählt werden können, was natürlich auch gescheit ist. Damit kann man sich eben auch sein Doppelkupplungsgetriebe, das ja bei den Leuten extrem gut ankommt, auf seine Bedürfnisse abstimmen. Im Übrigen fast 60% der Honda-Modelle werden mit Doppelkupplungsgetriebe bestellt, wo man sich am Anfang noch gedacht hat, super Schmäh, ja passt schon, aber das ist jetzt ein Kaufargument. Und für mich persönlich so und so, und
ich glaube auch für die meisten Messebesucher, das Highlight von Honda halt die Africa Twin. Die haben halt damit einen Aufhänger, der einfach extrem gut ankommt. Ob er gut funktioniert, wirst du ja in Kürze austesten, oder? Das werde ich natürlich intensivst austesten. Es hat sich im Büro keiner gefunden, der nach Südafrika fliegen wollte. Zur Afrika-Twin-Präsentation habe ich mich halt schweren Herzen geopfert. Weißt du, diese 5-Sterne-Hotelle in Südafrika, die sind immer urgeschissen, aber ich mach das natürlich gern für die Firma. Ich bin ja der Meinung, dass das Honda richtig gemacht hat mit der Afrika Twin. Sie haben hier nicht versucht, die zweitbeste GS wieder mal zu machen, wie es viele andere probiert haben, sondern sie wollen die beste, richtige Offroad-Reise-Abenteuer-Enduro-Maschine machen. Also nicht zu stark. Von dem ganzen Auftreten, vom Look and Feel, kaufe ich hier das ganze Abenteuer und Offroad-Spirit auch ab. In Afrika werden wir wirklich einen ganzen Tag nur Offroad fahren. Kein Meter Asphalt wurde mir versichert. Ich glaube, dass das super funktioniert. Ein bisschen Bedenken habe ich nur wegen dem Gewicht. Also Leistung, glaube ich, ist in Ordnung. Gewicht könnte ein Problem sein, aber das schaue ich mir natürlich in Afrika an. Und ich glaube aber, dass grundsätzlich die Afrika Twin-Fans mit dem Bike zufrieden sein werden. Ja, dann die nächste Marke, wo wir dann vor Ort waren und das Buffet geplündert haben, war dann bei Yamaha. Dort muss ich aber sagen, war die Präsentation unglaublich emotional. Rossi und Lorenzo auf der Bühne, volle Kracher-Mopeden. Ich glaube, das hast dann du auch am Messestand auch erlebt. Das waren Messe-Highlights, oder? Für mich persönlich wirklich das Messe-Highlight eigentlich die Yamaha MT-10, weil meiner Meinung nach wegen der technischen Daten der Motor der aktuellen R1 in einem Naked Bike, das ist jetzt nicht die alte R1, sondern das ist die aktuelle, dieses Bombengerät, das letztes Jahr eingeschlagen ist wie eine Granate und jetzt als Naked Bike, muss man aber auch dazu sagen, Euro 4 hätte es für den alten Motor nicht möglich gemacht, daher der neue, aber trotzdem, sie lassen leider noch keine Leistungsdaten raus. Aber ich meine, Yamaha zurzeit ja total aufstrebend, die werden da schon ordentlich nachgelegt haben. Zur FZ1 mit 150 PS, also wird sicher viel mehr in der MT-10 sein. Dann haben sie aber eben auch auf diese Heritage-Linie nicht vergessen, eine neue XSR 900 nach der XSR 700, also mit dem MT-09-Motor. Die haben einfach super Motorradeln, die sie dann auch natürlich sehr angenehm und leicht noch ein bisschen variieren können, weil die sind gut und dann sind die neuen Varianten natürlich auch gut. Und dann eine MT-03, eine neue hat es schon gegeben, jetzt anders konzipiert. Jetzt doch leiwand. Nein, die alte hat mir extrem gut gefallen, aber da war der Motor halt auch wieder so relativ schwach. Die neue ist jetzt zwar auch schwach, aber das ist für die Einsteiger ein perfektes Motorrad und wird halt fix vom Preis her in dieses Segment reinpassen. Was mich an Yamaha überhaupt ein bisschen wundert, ist, Japaner sind ja bekannt für ihre Zurückhaltung und schauen, was alle anderen einmal machen. Und wenn die das dann schon 3 Jahre machen, dann kommen die Japaner daher und machen es einmal nach und vielleicht sogar mehr schlecht als recht. Aber Yamaha gibt Gas. Ich verstehe nicht, wie die das machen oder wie die das schaffen. Naja, zurückhaltende Japaner, du warst noch nie in einer japanischen Karaoke-Bar wahrscheinlich. Na, Scherz beiseite. Wie machen die den Erfolg? Naja, ihr sagt ja immer, wenn wir bei 1000 PS Probleme haben, der Fisch fängt am Kopf zum Stinken an. Und umgekehrt ist natürlich genauso. Der Erfolg bei Yamaha, glaube ich, den haben wir dem Präsidenten zu verdanken. Die haben einen unglaublichen Anzahler ganz oben an der Spitze und der will schlicht und ergreifend in jedem Segment das beste Motorrad haben. Das ist für den unglaublich wichtig, für sein Ego wahrscheinlich oder auch fürs Ego von der Firma. Und die geben Vollgas und was wir bis jetzt gesehen haben, ist schon mal toll. Aber was in den nächsten Jahren kommt, wird grandios werden. Nicht nur auf 2 Rädern, auch auf 3 und auf 4 Rädern. Also Yamaha für mich ganz klar die aufstrebendste Marke im Moment. Die geben richtig Feuer. Aber die anderen haben auch sich nicht lumpen lassen. Da ist noch einiges mehr kommen. Nächste Marke, wo wir ein bisschen drüber plaudern wollen, Triumph. Da haben wir ja schon vor, ich glaube, 1-2 Wochen ganz große Neuheitenflut von der Präsentation in London mitgebracht. Da war der Kollege K.O. dort. Aber ich glaube, Modellvielfalt ist auch noch erweitert worden. Gib mir da mal einen Überblick. Ich war selbst noch gar nicht am Stand. Hilf mir mal weiter. Ja, das ist so, meiner Meinung nach in einem Satz zusammengefasst. Triumph macht vieles besser, hat aber jetzt nicht unbedingt einen großen Messeknüller im Programm. Aber daher sehr, sehr schwierig, da ein Highlight von Triumph hervorzukehren. Natürlich die Bonville-Modelle. Wahnsinn, das ist was ganz Neues, was extrem Modernes. Ist ja notwendig, dass Motorräder sich weiterentwickeln, können ja nicht auf dem Stand von vor 20 Jahren bleiben. Aber auch die neuen Bonville-Modelle schauen
echt genial aus, schauen super aus. Kühler schön integriert, das ist halt immer das Problem bei modernen Motorrädern, dass der Kühler vielleicht ein bisschen blöd ausschaut. Haben sie super hinbekommen. Auf der anderen Seite die Enduros, die große Explorer, kommt nun so wie die kleine Tiger 800 in 6 verschiedenen Versionen. Dieses XCX und XCA und so. Also XCX, XCR, XCXR und dann glaube ich XCA und XR, XR. Wurscht, ich will euch da nicht auffallen. Es gibt jetzt 6 Modelle von diesem großen Typ auch wieder. Das heißt, die spezialisieren sich immer mehr auf das, was der Kunde will. Die werden jetzt vom Preis her natürlich schon unterschiedlich sein, aber da kannst du dann sozusagen selber aussuchen. Na gut, dann gebe ich halt 2000er mehr aus und habe dafür schon das dabei, was für mich ganz, ganz notwendig ist. Die haben ja dann natürlich bessere Features drinnen. Ja, Spezialisierung würde ich das nennen. Und dann haben wir noch eine neue Speed Triple, und dass ich die jetzt überhaupt zum Schluss da erwähne, liegt daran, dass sie meiner Meinung nach schon ein bisschen zu wenig sich getraut haben bei dem Modell. Es wird zwar gesagt, das ist ganz neu und da sind so viele Teile anders und hin und her, aber sie schaut einfach genauso aus wie die vorherige und meine gut, ein Speed Triple ist eine Legende und darf sich jetzt nicht radikal ändern, aber da hätte schon mehr müssen. Da muss ich jetzt reingrätschen. Martin, da muss ich reingrätschen. Speed Triple, das war doch immer ein leibendes Naked Bike. Speed Triple war immer ein leibendes Naked Bike. Wieso muss man da alles neu machen? Okay, es ist kein Motorrad der Superlative gewesen. Das hat die Super Duke war Motorrad der Superlative, auch die S1000R oder die Tuono. Aber am Ende des Tages, wenn wir mit der Speed Triple gefahren sind, die war immer leibend. Sie ist ein bisschen modernisiert worden. Sie wird vermutlich nicht die Leistungsdaten von den anderen haben, aber die Speed Triple Fans werden, bin ich mir ziemlich sicher, mit ihr wieder zufrieden sein. Und wenn es zu radikal gewesen wären, wäre es dann vielleicht kein echtes Speed Triple mehr gewesen. Aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein, Fauli. Unsere Zuseher sollen mit Kommentaren darüber richten, was sie von der neuen Speed Triple halten, oder? Tja, ganz besonders gern kommen natürlich auch immer beim KTM-Stand vorbei. Gibt es leibende Mopeden und die Leute dort sind auch nett. Ganz klares Highlight hier, große, monströse, bärenstarke neue Reisemaschine, oder? 1290 Super Duke GT. Ja, ein logischer, richtiger, guter Schritt von KTM meiner Meinung nach. Jetzt steigen sie da ein bisschen in diesen Tourensportbereich ein. Sie haben ja viel Erfahrung durch ihre Adventure-Modelle für Touren-Features, die drauf sein müssen. Guter Windschutz und solche Sachen. Super Adventure hat das ja bewiesen. Und jetzt die GT, ein eben logischer Schritt, aber halt mit dieser Schärfe der Super Duke R, dem Naked Bike, das ja ziemlich alles in den Boden stampft, was da daherkommt von anderen Herstellern. Was meiner Meinung nach aber beim Design nicht ganz gut rüberkommt. Also Geschmäcker wie immer verschieden, aber mir ist sie zu brav irgendwie. Also ja, da hätten sie sich wie bei der Nackerten einfach ein bisschen mehr trauen dürfen. Aber ja. Okay. Und für dich zu brav, wir haben tatsächlich gesehen, unter den Videos, die wir online gestellt haben, Super Duke GT war auch eines der meistgeklickten Videos, ist brav geklickt worden. Gab es Kommentare, die stehen voll drauf, dass das jetzt ein bisschen dezenter ist, dass man das ziviler einsetzen kann, aber es gab tatsächlich auch Kommentare, denen das ein bisschen zu brav gewesen ist. Und dann habe ich gelesen, die 690er Duke ist auch neu. Ich bin vorbeigegangen, weil ich habe es nicht erkannt, dass neu ist, muss ich gestehen. Schaut doch gleich aus wie früher, oder? Auch genau das, was ich zum Pressesprecher auch gesagt habe. Warum habt ihr die dann nicht ein bisschen aufgepeppt? Aber sie schaut ja nicht schlecht aus. Die Vorgängerin hat nicht schlecht ausgeschaut, jetzt schaut die neue auch nicht schlecht aus. Das Arge an diesem Motorrad, und da ist es eigentlich traurig, dass wahrscheinlich viele vorbeigehen, weil sie glauben, okay, da ist nichts neu. Da ist innen alles überarbeitet worden. Die hat einen neuen Motor mit 75 PS, also ein Eintopf mit 75 PS jetzt, eine zusätzliche Ausgleichswelle gegen Vibrationen, die ein Einzylinder natürlich hat. Das hat schon bei der Vorgängerin extrem gut funktioniert. Da hat man sich vielleicht gedacht, ein bisschen geschmeidiger könnte es noch sein. Das ist jetzt fix ausgemerzt. Dann hat die ein schräglagenabhängiges ABS drinnen, ein Kurven-ABS. Dann hat sie die Traktionskontrolle. Sie hat ein Farbdisplay in den Armaturen drinnen. Das sind Features, die sind
bestenfalls bei anderen Herstellern 2 oder 3 Klassen höher verbaut bei den Motorrädern und KTM baut das bei diesen Einzylindermodellen ein. Das fasziniert mich unglaublich, dass die so vollgestopft sind mit Technologie. Vollgestopft mit Technologie ist eine gute Überleitung, glaube ich, zu Suzuki. Da war es ja so, dass die GSX 1000 bisher eher jetzt schon Hausmannskostcharakter gehabt hat, immer noch Fans gehabt hat, aber ist halt nicht mehr so wirklich im Fokus gestanden bei Stammtischgesprächen. Die soll jetzt vollgestopft werden mit MotoGP-Technologie. Was haben da die Leute am Suzuki-Stand verraten? Weil im Moment weiß man jetzt noch nicht so viel über das neue Projekt, oder? Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht viel mehr. Die haben leider wirklich viel zu wenig verraten. Sie steht dort, sie schaut gut aus, sage ich mal, ab dem Tank nach hinten, weil da haben sie echt schön dieses MotoGP-Bike sozusagen imitiert. Mit diesen glatten Flächen hinten muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. An der Front kann sich auch jeder seine Meinung bilden. Mir schaut sie zu sehr wie die Vorgängerin der Vorgängerin aus. Ich möchte nicht sagen Rückschritt und man will ja, es ist ja klar, warum sie das gemacht haben, einfach weil die GSX ja eine Tradition hat und da will man diesen schmalen Scheinwerfer vorne wieder beibehalten, aber man hätte sich da auch ein bisschen mehr am MotoGP-Bike orientieren können. Wurscht, schaut so aus, wie es ausschaut. Vollgestopft mit Elektronik wird sie sein, hat man uns schon versichert. Sie wird aber nicht nächstes Jahr kommen, also wird erst 2017 kommen. Also Suzuki hat jetzt wieder mal weit vorgegriffen. Da habe ich eine Insider-Info, Top Secret. Ein Zulieferer, mit dem ich vorher geredet habe, hat gesagt, Juni oder Juli 2016. Heiße Info, jetzt vor ein paar Minuten habe ich die gekriegt. Und angeblich hören sie nicht auf, daran zu arbeiten, bevor sie es nicht mit 200 PS homologiert kriegen. Also diese Infos habe ich. Die Front, muss ich sagen, tatsächlich ein bisschen hat mich auch gewundert, dass man nicht länger am MotoGP rangegangen ist. Aber der Scheinwerfer, Rücklicht, Blinker, alles in Full-LED-Ausführung. Das heißt, das wird sehr, sehr leicht, sehr kompakt und ist wahrscheinlich von technischen Point of View vermutlich die beste Lösung, um hier schnell, leicht und kompakt unterwegs sein zu können. Aber Suzuki, nicht nur mit der GSX 1000 neu, auch die Hausmannskost, wenn man es so nennen darf, Motorrad, das ich unglaublich geliebt habe immer und auf einmal war es nicht mehr da, SV 650. Sie ist wieder da. Leibend, oder? Sie ist wieder da und so wie du habe ich das auch eigentlich relativ euphorisch aufgenommen, weil ich meine, dass die ja viel besser ausschaut als die Vorgängerin, die Gladius, wo wir alle nicht so recht wussten, aber warum hat die so feminine Rundungen, warum schaut die so mit diesem ovalen Scheinwerfer vorne und Suzuki ist das auch so angegangen, dass man gesagt hat, ist für Einsteiger und ist vor allem auch für Frauen und so, also nichts gegen Frauen an sich und nichts gegen Motorradfahrende Frauen. Nur glaube ich, dass Frauen jetzt nicht unbedingt eigene Formen bei einem Motorrad brauchen, damit sie das kaufen. Denen taugt das wenn das ein bisschen gestanden ausschaut. Und die neue SV 650 statt der SFV 650 Gladius schaut jetzt wieder eben aus wie die Vorgängerin, was wir zwei offensichtlich irrsinnig cool finden, wo aber auch zu Recht einige Leute sagen, aha, die haben jetzt wieder die alte SV ausgegraben und verkaufen die jetzt wieder. Aber hey, da kann sich jeder seine Meinung bilden. Ich finde es jedenfalls cool. Sie ist ja eben doch viel moderner geworden. Das Heck ist schmal und der Rundscheinwerfer schaut natürlich schon modern aus und ich finde ja, dass es eher jetzt so ausschaut wie diesem Trend folgend von ein bisschen Retro. Ja, also das passt schon, weil Yamaha macht es vor mit den XSR-Modellen und die sind ja schon auf den Bildern extrem beliebt. Ich bin sie schon gefahren und sie funktioniert tadellos. Das heißt, auch die SV 650 wird in dieser Klasse einfach sehr gut funktionieren. Ja, SV 650, glaube ich, wenn es beim Preis eine gute Vorlage machen, hat es, glaube ich, das Potenzial zum Motorrad, von dem jetzt am Stammtisch nicht jeder schwärmt oder großartig redet, aber das sich viele Leute kaufen werden. Ein Motorrad, bei dem es vermutlich gerne umgekehrt sein wird, von dem alle sprechen, aber kein Mensch kaufen wird, oder wenige Menschen kaufen werden. Am Aprilia Stand auch ein Klick-Highlight bei uns auf 1000 PS. Monströses Gerät, oder? Ja,
aber das liegt vor allem daran, dass wir es uns alle nicht leisten werden können. Aprilia legt den Fokus extrem auf Super Sport, Super Bike, weil es steht dort eine Version der RSV4, die nennt sich RFW, also Factory Works. Und das heißt, du kannst dir dein eigenes Superbike von Aprilia liefern lassen sozusagen. Du kannst ein Superbike kaufen, wenn du dann eben wirklich extrem viel Geld in die Hand nimmst, das genauso aufgebaut ist wie das Motorrad, das sie in der Superbike-Weltmeisterschaft fahren. Die können da alle Teile reingeben, die du willst und die eben das Superbike-Weltmeisterteam auch verwendet. Es ist ein Modell dort gestanden. Leistungsmäßig, haben sie mir gesagt, schaffen sie es eben so wie die WM-Bikes bis 230 PS. Das kann man dann eben als Privater kaufen. Da war dieses Bike aber, ich glaube, da war noch nicht alles drinnen, bei 80.000 Euro. Und ich schätze mal, dass da noch viel mehr geht, weil die hat schon relativ normal ausgeschaut. Also das heißt, Aprilia traut sich, seine echten, argen Geräte an jedermann zu verkaufen. Jetzt ist dann nur interessant, wie dann die Zeiten wohl ausschauen auf der Rennstrecke. Nils, du wärst sicher so einer, der sich sowas da kaufen würde, aber dann würde es die Zeiten wahrscheinlich niemandem sagen, oder? Das ist das Problem. Ich würde es mir gern kaufen, wenn dann 100%ig fix ist, dass ich schneller bin. Aber ich glaube, gewisse Sachen kann selbst dieses Motorrad nicht verhindern. Erfolgreich verhindern kann das Aprilia-Management aber bisher immer den Erfolg. Komischerweise bei Aprilia, meiner Ansicht nach, die geilsten Typen, die in der Rennsportabteilung, die geilsten Typen in der Produktentwicklung, auch die geilsten Typen, die bei den Distributeuren und bei den Händlern arbeiten, die Motorradfahrer, die Motorradfahrerinnen bei Aprilia, die geilsten Typen, unglaublich feurige Fans, das sieht man immer bei den Kommentaren bei unseren Aprilia-Videos. Aber ich weiß nicht, was die aufführen. Das Top-Management weiß vermutlich nicht genau, was sie mit der Marke eigentlich will. Die Motorräder, die sich verkaufen würden, gut, produzieren sie nicht rechtzeitig, siehe die Jono Factory vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, die Leute warten, glaube ich, jetzt noch drauf. Bitte, liebe Aprilia-Management, nehmt euch ein Beispiel an eurer Crew, macht einen geilen Job, dass man mehr von diesen herrlichen Motorrädern auf der Straße sieht. Gilt nicht unbedingt für die 80.000 Euro Maschine, aber Jono oder die normale RSV4 ist ja Wahnsinn. Da müsste viel, viel mehr gehen, wenn da die richtigen Schritte gesetzt werden. Tja, Management alles richtig gemacht, hat man aber bei BMW. Die haben im Prinzip in den letzten Jahren alle Modelle, die sie gebracht haben, zum Erfolg geführt, waren auch wirklich gute Motorräder. Jetzt hier auf der Messe ganz was Neues, ganz eine Liga, in der BMW bisher nicht unterwegs war. Einstiegsklasse 310G, 310X oder irgendwie so. Ja. Was glaubst du, wird das auch wieder ein Verkaufsschlager werden? Haben sie auch hier alles richtig gemacht? Sie heißt G310R. BMW grast einfach alle Segmente ab. Ich meine, die sind doch auch vor einigen Jahren mit der S1000 ja in die Superbike-Klasse eingestiegen, wo auch jeder gesagt hat, BMW, na, wird das was werden? Ja, es wurde etwas. Jetzt kommen sie mit der G310R in das Segment der kleinen 300er Naked Bikes, wo Kawasaki schon ist, wo KTM mit der 390er Duke eigentlich einen argen Verkaufsschlager am Start hat. Muss man schauen, wie BMW sich da tut. Sie sind halt da jetzt nicht die Ersten, aber von der Konfiguration her spielt es mit und schaut einfach irrsinnig cool aus. Also gefallen tut es mir extrem gut. Und da glaube ich in der Klasse logischerweise Leistung und so jetzt nicht die primäre Rolle spielt, könnte das Design die Hauptrolle sein, Hauptrolle spielen und da könnte die schon gut kommen. Auf der anderen Seite schiebt BMW eine neue R9T nach, R9T Scrambler, jetzt auch schon letztes Jahr präsentiert, wie auch immer. So wie sie jetzt aussieht, gefällt sie mir eigentlich auch am besten. Sie hat zwar Gussfelgen und ich glaube, da könnten einige Leute sagen, das ist ja kein echter Scrambler, das müssten Speichenfelgen sein. Passt aber gut zu dem ganzen Konzept. Eine konventionelle Gabel, also irgendwie den Retro-Look schon ernst genommen. Und Motor leicht überarbeitet, um die Euro 4 zu erfüllen, mit ein bisschen weniger Drehmoment. 110 PS bleiben, aber es ist ja stark genug und hat, glaube ich, meiner Meinung nach das Potenzial, da auch, so wie die R9T, ein gutes Zusatzprodukt für BMW zu sein, um diese Retro-Schiene weiter voranzutreiben.
Tja, MV Agusta Stand ist immer wieder eine Augenweide. Zum einen wegen die Messehasen, die dort umrennen, zum anderen wie der Stand aufgebaut ist und natürlich wegen der Motorräder. Ich glaube, da sind sich viele einig. Die schönsten Motorräder sind immer mal im V-Stand zu finden für viele unserer Zuseher. Highlight sicher, brutale 800, das ist wieder ein Eyecatcher, oder? Eines meiner Messe-Highlights, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil die brutale 800 mir zwar gefallen hat, aber es waren ein paar Details, wo ich mir dachte, ja, das könnte man anders machen, Scheinwerfer vorne. Der schaut jetzt wirklich cool aus mit LED-Technik und auch eben da jetzt einmal der Fall, dass Euro 4 echt gut, wie soll ich sagen, nicht umgangen, sondern ausgemerzt wurde, dass ein hässlicher Auspuff rein theoretisch notwendig gewesen wäre. Aber es bleibt so ein dreiflutiger, er wird ein bisschen länger, stört aber gerade noch nicht. Und die Leistung wurde dadurch halt etwas gestutzt. Also man merkt, wie viel notwendig ist, um diese Euro 4 Norm zu erfüllen. Und MV Agusta stutzt dann halt ein bisschen die Leistung. Na mein Gott, bei einem Naked Bike mit 800 Kubik, die war vorher schon stark genug. Jetzt hat es halt, glaube ich, 6 PS weniger. Es wird uns nicht arg auffallen. Und um den schönen Auspuff zu haben, ist es auch legitim, meiner Meinung nach. Fauli, Sie haben die Leistung gekappt, aber dass du als Faktenfaul nicht sofort erkannt hast, dass Sie das Drehmoment erhöht haben, verwundert mich jetzt. Drehmoment ist höher bei der neuen MV Agusta Brutale, also scheiße nicht da, die paar PS weniger, die werden nicht weiter stören. Ich glaube, die ganz großen Kracher haben wir jetzt durch. Einige Hersteller kümmern sich ein bisschen um Modellpflege. Obwohl Indien hat tolle Sachen, Victory hat auch noch schöne Sachen. Da haben wir coole Bilder in unserer Bildergalerie online auf 1000 PS von den Modellen. Vespa, glaube ich, ist eine Sonderserie. 60, 70 Jahre, was ist da los? 70 Jahre gibt es die Vespas jetzt schon, 70th Anniversary Editions aller Reihen. Also es wird die GTS als diese 70 Jahre Jubiläumsedition geben, die BX, die Primavera. So eine türkis-blau-mint-Lackierung, schaut cool aus, mit geprägten Sätteln und ein bisschen Embleme und so. Cool, schön, nichts ganz Neues, aber eben halt ein Zeichen setzen, dass es die Vespa schon 70 Jahre gibt und die noch immer gleich ausschaut und trotzdem extrem gut ankommt. Also Design muss nicht immer radikal geändert werden. Ja, bleiben wir gleich beim Konzern, beim Piaggio-Konzern. Beim Moto Guzzi war was Neues, was auch ganz nett aussieht. Hat dir, glaube ich, ganz gut gefallen, oder? Naja, Moto Guzzi hat 2 neue V9-Modelle. V7 kennen wir, V7 II und es gibt auch eine neue V7 II. Wie ist es? Nein, die V7, Scarabello, wie? Ein wunderschönes italienisches Wort, das ich mir nicht gemerkt habe. Ja, auch wieder diese Retro-Linie und ein paar Teile aus diesem Zubehörprogramm. 2 neue Modelle V9 Bobber und V9 Roamer. Die Roamer wird die Nevada ersetzen und die Bobber kommt dazu mit diesem, wie der Name schon irgendwie beschreibt, Bobber-mäßigen, minimalistischen Stil, kurzes Heck und so. Ganz neu aufgebaut, neuer Rahmen, neuer Motor, ein 850er Motor mit überschaubaren 55 PS, ordentliches Drehmoment von 65 Newtonmeter, der typisch längs verbaute V2 mit diesen nach oben ragenden Zylindern. Ja, coole Erweiterung des Sortiments, Moto Guzzi, die Traditionsfirma. Also wenn Retro bei einer Firma passt und gut ankommt, dann ja wohl Moto Guzzi, weil die sind sich ihrer Linie ja über Jahrzehnte treu geblieben und das zahlt sich jetzt aus, weil die Moto Guzzis schauen aktuell genauso aus wie die alten und das kommt halt gerade jetzt extrem gut. Nächste Marke, Kawasaki, da haben wir das Highlight des Jahres 2016 schon gesehen, vor einem Monat. Haben wir die Info schon online gehabt zur ZX10R 2016. Die ist natürlich hier auch auf der Messe ein Highlight für die Zuseher. Ich glaube, einen Roller haben sie noch neu gebracht. Weißt du, in dieser Klasse bin ich persönlich jetzt nicht so unterwegs. Ich kümmere mich mehr um die Top-Geräte. Aber Pauli, du kennst dich da sicher aus, oder? Ich kann aber auch was zur ZX10 sagen. Also, wie du willst. J125, neuer Roller, wieder Kooperation mit Kymco. Schaut aus wie der J300. Das
passt einmal schon gut, also das Design ist ausgezeichnet. Auch den riesigen Kofferraum, also für den 125er, glaube ich, ist das ein großer Laderaum, der natürlich bei den Kunden wichtig ist für einen Roller. Ja, also wenn dir die 125er Roller so taugt, der neue, dann nehme ich den ZX10 Dauertester und du den Roller. Okay, passt, super so machen. Ja, du nimmst ZX10 Dauertester, ich den Roller und die ZX10 Wintertest nehme ich dann halt auch noch dazu, weil die haben jetzt auch eine ganz schwarz lackierte ZX10R, heißt auch wirklich Wintertest, weil die Superbike-Teams ja im Winter noch keine Sponsoren auf den Maschinen haben, meistens schwarz in der unlackierten Carbon-Version. Im Falle der ZX10R Wintertest ist es zwar eine Lackierung, hat aber vorne so ein Schneezeichen und ein japanisches Zeichen für Winter. Ja, irgendwie cool. Ja, und Traumberuf Motorradjournalist, eigentlich könnte ich ja einen Mikrofonhalter einfach hinstellen. Diese Presseverantwortlichen haben alle einen hervorragenden Job gemacht und alle Motorräder grandios präsentiert, oder? Ja, ausgezeichnet. Nur beim Piaggio-Stand habe ich niemanden gefunden, der das machen hätte können. Dann habe ich mir ganz schnell die ganzen Daten von 4 Marken irgendwie zusammensuchen müssen. Ja, und das schaut dann halt so aus, wenn ich mir schnell Notizen mache. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass das jetzt dann natürlich eine relativ kleine Zusammenfassung aller einzelnen Modelle war, aber hey, wir sind bemüht. Wir sind bemüht. Bemüht waren wir natürlich auch bei unserem obligatorischen Betriebsausflug, der immer auf der Mailänder Messe stattfindet, auch auf der Kölner Messe. 1000 PS Crew zu 12 da mal hier, Mittwochabend in unserem Stammwirten, war richtig leibend. Es war aber nur so lange leibend, bis diese Geschichte mit diesem Michel Hunziker Foto. Der Wirt hat gemeint, wenn wir auch in diese Ahnengalerie dort, in die Hall of Fame kommen wollen, neben der Michel Hunziker 1000 PS Crew dort, schönes Foto, müssen wir nur die 3 Liter Flasche Grappa trinken, die er auf dem Kasten gehabt hat. Ja, es ging ein bisschen blöd aus, vor allem für einen Arlo, oder? Ja, der dürfte da ein bisschen motiviert, ein bisschen zu viel Jackass geschaut haben und ist dann bei der Rolltreppe, hat er gemeint, er rutscht da irgendwie runter, ist aber dann leider wirklich runtergerutscht von dem Handlauf. Und ja, also die Rolltreppen kennen wir ja alle als gut gepolstert mit den Metallspitzen raus. Ja, also zwei völlig zerschundene Knie, die Hand völlig aufgerissen. Ja, gebrochener Daumen, mittlerweile haben wir die Diagnose. Ja. Weil das Viech, wir nennen ihn ja das Viech, ist natürlich noch heimgefahren, die 10 Stunden mit dem Auto und ist dann ins Spital und hat sich den Bruch anschauen lassen. Naja, wenn ich da drunter geflogen wäre, wäre ich ganz normal hin, aber Arlo ist unzerstörbar. Unzerstörbar, ist das eine gute Überleitung? Naja, weiß ich nicht, auf alle Fälle unpackbar geil. Sind auch die Sachen gewesen am Husqvarna-Stand. Getestet hatte der Kollege Chaot schon die 701er Supermoto. Aber die Studie, da war auch eine Studie dort, wo wir, glaube ich, alle hoffen, dass das endlich einmal in Serie geht, oder? Ganz zufälligerweise zum Abschluss mein absolutes Messe-Highlight. Und ich bete, dass das so kommt, wie es hier steht und ausschaut, die 701 Wittbillen, weil, also eben, das Design ist unglaublich. Ich brauche das jetzt nicht beschreiben, es ist egal, ihr schaut euch jetzt die Bilder an. Und vor allem mit dem Motor der 701er, das hat dann auch Druck. Die 401er schon ja genial ausgesehen, wo ich mir schon dachte, bitte bringt das vielleicht mit einem stärkeren Motor, weil der 390er Motor in Ehren, aber mir wäre dann ein bisschen zu schwach vielleicht. Und die 701er jetzt auch unglaublich geil. Ja, okay, dann bleibt uns, glaube ich, nichts mehr weiteres zu tun für uns, dass wir uns verabschieden. Und wir haben jetzt sicher einiges vergessen, aber da können wir uns getrost zurücklehnen. Wir haben auf 1000ps.de alle Stories von der EICMA schön aufgelistet, chronologisch untereinander. Klickt einfach jetzt auf Faulis Gehirn hier oben. Da ist der Link. In Fakten Faulis Gehirn oben drin ist der Link zu den ganzen Neuheiten-Stories hier von uns auf 1000ps.de und klickt einfach hier auf den Fernseher drauf. Dann kommt die Playlist mit allen Videos von der EICMA. Ja, dann sagen wir Tschüss hier. Danke an die Crew von Motorex. Vielen Dank, dass wir hier euren wunderschönen Stand entweihen dürften. Ciao. Tschüss.